segeln mit euch auf der Reise unseres Lebens. Jetzt geht es also los. Weit über 2000 Seemeilen liegen vor uns. Gemischte Gefühle. Einerseits die Vorfreude auf Mexiko, ein neues Land, ein neuer Reiseabschnitt. Andererseits Aufregung und ein bisschen Bange vor dieser anspruchsvollen und riskanten Route während der Hurrikanzeit. Wir wissen nicht, was auf uns zukommen wird während diesen 15 bis 20 Tagen. Laut der Wetterwelt haben wir nur wenig Sturmgefahr und müssen nur mit ein paar Gewittern rechnen. Ansonsten soll der Wind immer so zwischen 5 bis 20 Knoten sein. Noch ist aber kein Wind da. Die ersten Meilen muss der Diesel laufen. Trotzdem, wir starten gut. Später. Was haben wir diesmal? Wir haben auch noch eine richtig gute Leine gefunden bei uns. Ah ja, Tuna, glaube ich. Und jetzt haben wir 64 Kilo Leine, also richtig dick Nylon. Da zieht man alles mit raus. Und ich hoffe wirklich, das ist nicht hier speziell so, sondern einfach im Pazifik allgemein so. Weil da spart man sich erstens richtig viel Geld und hat immer ultra gutes Essen. Also seit Tagen schlemmen wir hier wirklich wie die Könige. Und da Thunfisch, sehr gut. Bombe. Im Minutentakt ziehen wir gleich mal 4 Fische raus. Ein Thunfisch und 3 große Makrelen. Das ist genug Fisch für mehrere Tage und die Angel kann erstmal eingerollt bleiben. Den Luxus, eigenen Fisch fangen zu können, ist während so einer Überfahrt genial. Man hat immer gleich gutes Essen an Bord und auch was zu tun. Kurz darauf kommt auch der Wind in die Segel, das Motordröhnen verstummt und wir pflügen lautlos durch den größten Ozean der Welt. So, die Segel sind oben, wir segeln endlich wieder. Wir haben auch jetzt 4 Fische rausgezogen, glaube ich, und 4 große Fische, also der Kühlschrank ist voll und wir haben die Angel jetzt drin. Das reicht wahrscheinlich auch. Vielleicht hauen wir sie morgen wieder raus, wenn wir den Fisch aufgegessen haben, aber ansonsten sind wir gut. Für 2 Tage reicht Für 2 Tage, ja, ist auf jeden Fall genug Fisch da. Das ist schon echt cool. Ja. Und jetzt die Sonne ist gerade am Untergehen und die erste Nacht dieser Segelüberquerung, dieser Segeletappe. Die erste Nacht war sehr entspannt. Das Wetter verändert sich hier sehr schnell und man ist viel mit aktiven Segeln beschäftigt. In der Früh noch den Sonnenaufgang bestaunen und 2 Stunden später regnet es wie aus Kübeln. Wir kreuzen in Küstennähe und sind die ganze Zeit mit Segeln anpassen und Kurs korrigieren beschäftigt. Der Wind nimmt doch endlich zu und die Aria zeigt, aus welchem Aluminium sie geschweißt ist. Der Wind ist nicht über 10 Knoten stark und trotzdem düsen wir mit 7 bis 8 Knoten Fahrt durchs Wasser. Trotz diesem hohen Speed over Ground schaffen wir effektiv nur wenige Meilen, da wir gegen den Wind ankreuzen müssen. Wir haben uns im Vorhinein aber schon auf derartiges Kreuzen eingestellt und sind noch guter Dinge. Entlang der Küste von Panama geht es in die erste Nacht hinein. Noch fühlt es sich nicht nach einer langen Etappe an. Wir können das Ufer noch sehen und rechnen noch mit keinen Schwierigkeiten. Als Zweimann-Crew ist bei so einer Passage der größte Gegner die Müdigkeit. Wir probieren deshalb verschiedene Wachsysteme aus. Erst einmal testen wir, wie wir es in 3-Stunden-Schichten durch die Nacht schaffen. Also jeder hat eine 3-Stunden-Wache und dann kommt der andere wieder dran. Die 3-Stunden-Schichten stellen sich aber direkt als zu anstrengend raus. Es ist einfach zu wenig Schlaf, den man in einer Nacht am Stück bekommt. Der Wind hat auch kräftig zugelegt, wir haben immer wieder Böen bis 25 Knoten und sind immer noch hart am Wind. Auf diesem Kurs fühlt sich der Wind auch noch stärker an und die Aria prescht immer wieder durch die Wellen.
steigenden Wind zu trotzen, schnüren wir das kleinste Riff in das Groß ein. Die Genua können wir dank der Rollanlage immer schnell den Bedingungen anpassen, so haben wir immer optimal viel Segeltuch aufgespannt. Auch diese Nacht war problemlos und die 4-Stunden-Schichten, die wir jetzt ausprobiert haben, sind auf Dauer sicherlich auch zu anstrengend. Wir müssen uns etwas Neues überlegen, das auf unsere Verhältnisse angepasst ist. Als die ersten Gewitterwolken aufziehen, ist uns aber noch nicht bewusst, was auf uns zukommen wird. Wir haben zwar schon einige Gewitter auf See erlebt, aber in welcher Intensität und wie viel Erschöpfung wir uns in den nächsten Tagen bringen werden, ist uns noch nicht klar. In dieser Nacht schlafen wir fast nicht. Wir versuchen uns wie durch ein Labyrinth durch die verschiedenen noch kleineren Gewitterzellen durchzuschlängeln. Nachts und ohne Radar ist es aber nahezu unmöglich, die Richtung zu bestimmen, in die sich die Wolken bewegen. Die Gewitter ziehen weiter auf und wir sind kurz darauf eingekesselt. Was passiert? Alter, Ich bin wirklich fertig gerade. ich bin auch fertig. Ich habe gerade gedacht, wir wurden vom Blitz getroffen. Also ich zitter so dermaßen. Nur rot gesehen, Alter. Ich habe nur rot gesehen, es hat auf einmal gescheppert wie Sau, es wurde gefühlt auch heiß. Ja, man hat es richtig gespürt. Wir, Man hat auch so ein bisschen das Knistern das gespürt. war, also direkt neben uns im Blitz Das waren 20, 30 Meter oder so. Sagen, Also, könnte auch direkt da eingeschlagen haben. also es war wirklich dermaßen nah. Wenn ich die Augen zumache, sehe ich immer noch den Schatten da. Scheiße, Alter. Scheiße. Das ist wirklich direkt hier. Wir müssen hier weg, aber wir kommen hier nicht Wir weg. kommen hier nicht richtig weg. Es blitzt wirklich da ist alles voll. Was ist hier los? Ja, der scheppert manchmal noch. Dann wieder auf Kurs. Nee. Ich kann jetzt halt wieder dahinter fahren, aber immer noch scheiße. Da regnet's, und da erst recht. Der angekündigte Wind ist leider immer noch nicht da. Der muss jetzt bald einsetzen, sonst haben wir ein Problem. Auch unser Sprit ist nicht mehr allzu voll. Wir haben zwar vorhin mal die Klappe aufgemacht, ist schon noch, also wir haben schon noch die Hälfte oder so, aber ja, wir wollen einfach auch nicht mehr Motoren und wir wollen den Sprit uns lieber aufhalten für so Situationen wie gestern. Das ist auch jetzt schon wieder hier einfach alles so dicht, ey. Und solche riesigen Wolken wieder. Das könnte heute Nacht schon wieder knallen. Kein Bock drauf. Eigentlich sind wir uns ziemlich sicher, dass es heute wieder gewittern wird. Bleibt nur zu hoffen, dass wir nicht wieder also voll reinkommen. Oh, da war doch ein Donner, oder? Ja, da war ein Donner. Also, die Gewitter werden uns wahrscheinlich weiterhin begleiten. Wir dürfen einfach nur nicht wieder Vollgas direkt in so eine Zelle reinkommen. Wir müssen einfach irgendwie schauen, die zum Fahren. Es ist einfach mega schwierig ohne Radar. Ein Radar würde uns jetzt wirklich helfen. Das erste Mal, dass wir das vermissen, haben wir noch nie eigentlich gebraucht. Aber jetzt wäre es halt wirklich super praktisch, um zu sehen, wie sich diese Fronten bewegen. Man kann das nicht einschätzen.
Ja, und da könnte man halt dann super gut durchnavigieren da. Aber ohne das. Da stehen wir wieder 2 Gewitterzellen vor uns und wir wissen nicht wohin. Oh, scheiße. Wir müssen da voll ausweichen. Wir müssen da ausweichen. Wir dürfen dann nicht reinkommen. Um mal die Ausmaße ein bisschen klar zu machen. Das Gewitter ist jetzt so 10 Seemeilen weg, 10 bis 15. Und die Ausmaße schätzungsweise 30. Ja, aber näher kann man schwer sagen, aber Wir wissen nicht, wo es aufhört. wir sehen es nicht, wo es aufhört, aber es ist wirklich über den ganzen Horizont ist dieses Gewitter. So. Es sieht tatsächlich so aus, als könnten wir uns von dem Gewitter entfernen. Ich bin wirklich so froh, dass hier ein schnelles Boot ist. Ich würde jetzt nicht gerne auf so einem Boot festsitzen, wo du halt 5 Knoten maximal fahren kannst, du dicker Donner. Weil dann kommst du halt nicht weg. Und wir fahren jetzt gerade fast 7 Knoten mit Motorunterstützung, weil wir weg wollen. Und wir entfernen uns tatsächlich. Ein weiterer Tag ist geschafft. Tag 6 mittlerweile. Vor uns liegen noch ungefähr 1350 Seemeilen. Ist noch eine weite Etappe, aber wenn es so weitergeht, sind wir so in 7, 8 Tagen da. Und wir freuen uns schon richtig. Heute sieht es zum Glück mal deutlich besser aus. Keine bösen Wolken, die sich hier aufbauen. Und sollte eine ruhige Nacht werden. Dass die Vögel sich komische Plätze aussuchen, um mal Rast zu machen, haben wir schon erlebt. Zum Beispiel Schildkröten. Auch vorne bei uns am Deck haben sie sich schon bequem gemacht. Jetzt hat einer es aber auf die Spitze getrieben, im wahrsten Sinne des Wortes, und hat sich aufs Masttop gehockt. Sieht mega unbequem aus. Er flattert die ganze Zeit nur rum, weil es halt rumwackelt wie Sau. Er ist auch schon 3-mal weggeflogen. Und versucht es immer wieder neu. Schleich dich! Der Wind ist leider wieder zu schwach geworden. Da sich die Bedingungen immer so schnell verändern, müssen wir permanent den Kurs und die Segel verändern.
Wir holen zum ersten Mal auf dieser Etappe ein Leichtwindsegel raus. Wir versprechen uns davon ein besseres Vorankommen. Zu zweit segeln wir nicht immer so gerne mit einem Spinnaker oder unserer Bora. Zu groß ist das Risiko, dass vielleicht doch etwas schief geht. Nochmal so einen verletzten Fuß können wir bei so einer langen Etappe nicht gebrauchen. Aber die Bedingungen sind mehr als entspannt. Und ein wenig drauf ist das bisschen Wind, das wir hatten, auch schon wieder ganz weg. Wir nutzen die Gelegenheit für eine kleine Abkühlung. Kleine Erfrischung. Aber es ist doch ein ungutes Gefühl, so Boot so neben sich herfahren zu sehen. Wir haben echt überhaupt keinen Wind. Der Spie flattert da auch nur doof rum. Da hat echt keine Lust. Wir bewegen uns mit 1,9 Knoten. Ärgerlich. Also spielen wir wieder Korken in der Badewanne und lassen uns treiben. In dieser windlosen und grauen Umgebung fühlt man sich wie in einer Wüste. Man denkt über die Welt nach und es fällt einem mal wieder auf, wie klein wir eigentlich sind.